Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Man kann es hier am Rand sehen, heute wird es so richtig grün. Heute gibt es ein wunderbares, cremiges Brokkoli-Spinat-Curry. Und grün steht ja in der ayurvedischen Küche und auch in der Natur für Neuanfang, für Klarheit und für Frische und Lebensenergie. Und warum uns dieses Gericht genau das schenkt und was wir dafür brauchen, das zeige ich euch jetzt. Dafür benötigen wir 500 Gramm Brokkoli und 250 Gramm Blattspinat. Am besten nehmt ihr hierfür Babyspinat. Und ihr seht hier im Hintergrund, hier lauert auch noch eine kleine süße Zwiebel. Und zwar brauchen wir hier eine rote Zwiebel, weil die im Aroma einfach etwas süßlich ist. Dann benötigen wir an flüssigen Zutaten 500 Milliliter Gewürzbrühe und 250 Milliliter Sahne. Unsere Gewürze bestehen heute aus einem Teelöffel voll Steinsalz, einem Teelöffel voll weißem Pfeffer, einem Teelöffel voll Kumin, einem Teelöffel voll Muskat und einem Esslöffel voll Curry. Ja, und das Ganze wird natürlich auch noch angedünstet und zwar mit einem Esslöffel voll Ghee. Bevor es aber ans Andünsten geht, werden wir den hier erstmal klein machen. Der Brokkoli ist übrigens eine Blume, ein Blütenstand, der kurz davor ist aufzugehen. Und genau darin liegt auch seine Kraft. Er bringt uns Energie, bevor sie sich verflüchtet. Damit der Brokkoli schnell gar wird, teilen wir den natürlich jetzt in ganz kleine Stücke. Und dann lassen wir ihn ungefähr bei 6 bis 8 Minuten im Salzwasser vor sich hin köcheln. Der Brokkoli hat übrigens in der ayurvedischen Küche die Geschmacksrichtungen leicht bitter, etwas süß und auch zusammenziehen. Wer beispielsweise sehr viel Hitze in sich trägt, für den ist das ein geeignetes Gemüse, weil der Brokkoli in der ayurvedischen Küche als kühl gilt. Wenn jemand allerdings schnell friert, dann ist dazu geraten, dass wir den Brokkoli mit wärmenden Gewürzen entgegenwirken, beispielsweise mit Kreuzkümmel oder auch mit Kurkuma. Das Wasser kocht und jetzt gebe ich hier vorsichtig meinen Brokkoli rein. Diese grüne Farbe ist einfach jetzt schon wunderschön. Kein Wunder, dass dieses Grün für Klarheit steht. Damit die Brokkoliröschen auch noch etwas Biss haben, lasse ich den Brokkoli jetzt in dem Wasser für ungefähr 6 bis 8 Minuten zugedeckt vor sich hinschwimmen. Während der Brokkoli jetzt vor sich hinschwimmt, widmen wir uns der Zwiebel. Die Zwiebel ist in der ayurvedischen Küche ein zweischneidiges Schwert, denn roh gegessen vertragen viele Menschen sie nicht. Aber wenn wir sie erhitzen, dann kann sie tatsächlich auch ihre heilsame Wirkung wunderbar entfalten. Wenn man beispielsweise zu den Personen gehört, die schneller frieren, dann kann eine Zwiebel wärmend und ausgleichend wirkend. Genießt sie aber ein Mensch mit sehr viel Hitze, dann kann das Ganze ins Gegenteil verkehren, dann kann sie reizen. Jetzt schneiden wir sie aber erstmal in kleine Würfel. Der Brokkoli ist jetzt fertig, den gießen wir jetzt ab und dann stellen wir ihn erstmal zur Seite. Nun hat der Blattspinat seinen Auftritt und hierfür geben wir jetzt erstmal unser Ghee in den heißen Topf. Sobald das Ghee geschmolzen ist, geben wir unsere Zwiebeln hinzu. Herrliche Topfgeräusche. Und es ist so herrlich auch, wie schnell sich dieses Aroma entfaltet. Und sobald die Zwiebel etwas braune Farbe angenommen hat, springen die Gewürze hinterher. Jetzt haben die Zwiebeln genau diese bräunliche Farbe angenommen, die ich wollte, und sie sind so richtig fein glasig. Bevor ich aber meine Gewürze hineingebe,
reduziere ich etwas die Hitze. Ich gebe nun alle Gewürze hinein, bis auf den Muskat. Und warum der als letztes kommt, das erkläre ich euch gleich. Muskat sollte deswegen als letztes hineinkommen, weil es hitzeempfindlich ist. Aber in der ayurvedischen Lehre ist es auch so, dass das Gewürz Muskat als Rasayana gilt, sprich als leicht verjüngend, erdend und auch beruhigend. Und damit es genau diese Wirkung entfalten kann, geben wir es jetzt als letztes in den Topf. Zudem fördert Muskat auch einen besseren Schlaf und innere Ruhe. Und man sagt auch, deswegen soll Muskat auch nicht verkocht werden. Also zum Schluss in den Topf und dann kann es seine Wirkung so richtig schön entfalten. Nachdem meine Gewürze die Zwiebeln so richtig zärtlich umwandelt haben, löschen wir das Ganze jetzt mit Gemüsebrühe und Sahne ab. Nun wandert der Spinat in den Topf, den kann ich einfach so hineingeben und dann darf das Ganze so richtig schön vor sich hin simmern. Wir warten jetzt, bis der Blattspinat zerfallen ist. Das dauert so ungefähr 3 Minuten und dann kommt der Brokkoli hinzu. Ja, der Blattspinat ist zerfallen und jetzt bringen wir den Brokkoli und den Blattspinat wieder zusammen. Köstlich, einfach köstlich. Nach dieser romantischen Vereinigung von Brokkoli und von Blattspinat können wir jetzt auch schon anrichten. Ihr könnt das Ganze natürlich jetzt so essen oder aber auch jede Beilage, die ihr vertragt, dazu genießen. Beispielsweise Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis, Couscous oder Amaranth. Ich habe noch Reis vom Vortag und das werde ich jetzt zusammenführen. Sattes Grün. Sieht so einladend aus. Und jetzt geht's ans Probieren. Schon die ganze Zeit drauf gefreut. So schmeckt Grün. Einfach herrlich. Diese Aromenvielfalt durch die Gewürze, das Knackige durch den Brokkoli und die Süße der Zwiebeln. Es ist wirklich ein wunderbares Gericht und wie ihr gesehen habt, geht das ja auch relativ schnell. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Eure Mangal. Und jetzt wieder weiter.